Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute gibt es wieder ein leckeres Soßenrezept und zwar machen wir heute eine super leckere Currysoße. Ganz selbst gemacht, ohne Tütchen, ohne irgendwelche Zusatzprodukte und trotzdem super schnell und super lecker. Die Currysoße dauert gerade mal so 10 bis 15 Minuten. Und sie passt natürlich hervorragend entweder zur Currywurst oder zu anderen Nudelgerichten. Und wie ich die Currysoße jetzt zubereite, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für die schnelle Currysoße gebt ihr etwas Öl in einen Topf. Wichtig ist, dass ihr ein geschmacksneutrales Öl verwendet. Es eignen sich Raps- oder Sonnenblumenöl. Die Herdplatte solltet ihr etwa auf mittlerer Stufe erhitzen. In das erhitzte Öl gebt ihr jetzt eine ganz fein geschnittene Zwiebel. Und zu den klein gewürfelten Zwiebeln presst ihr dann noch eine frische Knoblauchzehe. Jetzt verrührt ihr das Ganze gut und lasst das Ganze erstmal schön glasig dünsten, dabei gelegentlich immer wieder durchrühren. Wenn die Zwiebeln schön glasig angedünstet sind, gebt ihr Curry dazu. Ich verwende hier indisches Curry. Insgesamt gebe ich 2 Esslöffel dazu. Ihr könnt aber jedes Curry verwenden, ganz nach eurem eigenen Belieben. Zu dem Currypulver kommen jetzt noch 2 Teelöffel Paprika-Edelsüßpulver. Und dann wird das Ganze erstmal richtig schön miteinander verrührt. So können die Gewürze auch ein bisschen Röstaroma entwickeln. Das tut der Soße später richtig gut. Auf jeden Fall riecht es schon mal fantastisch. Das Ganze sollte jetzt unter Rühren circa 1 Minute braten. Dann gebe ich circa 1 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Auch das Tomatenmark wird jetzt erst einmal richtig schön eingerührt. Wichtig bei Tomatenmark ist es, dass das mindestens 1 Minute schön mit anröstet, damit es seinen säuerlichen Geschmack verliert. Und jetzt kommt noch ein guter Spritzer Zitronensaft dazu. Ich denke, das werden so circa 2 Esslöffel sein. Auch den Zitronensaft verrühren wir jetzt einmal gut. Wenn jetzt alles gut miteinander verrührt ist, dann geben wir unser passiertes Paket Tomaten dazu. In das passierte Tomatenpaket gebt ihr dann noch einen Schluck Wasser, so bekommt ihr auch noch den letzten Rest raus. Und den Schluck Wasser, den gebt ihr dann zur Soße ruhig mit dazu. Auf jeden Fall hat die Soße jetzt schon eine richtig tolle Farbe. Um die Soße jetzt richtig glatt zu rühren, solltet ihr auf jeden Fall ab jetzt einen Schneebesen verwenden. So können sich die Zwiebeln und die Gewürze schön in der Soße lösen und geben ihren vollen Geschmack frei. Und jetzt wird die Soße erst einmal gewürzt. Zuerst mit Salz, dann mit etwas Pfeffer. Und ich gebe für den gewissen Pep noch 1 Teelöffel Sambal Oleg dazu. Das ist aber nur optional und natürlich auch Geschmackssache. Wenn ihr habt, könnt ihr auch gut eine kleine Chilischote an die Soße rangeben. Jetzt rühren wir das Ganze natürlich erstmal richtig schön durch. So können sich die Gewürze schön in der Soße verteilen. Dann machen wir erstmal den Deckel drauf und lassen das Ganze für mindestens 5 Minuten zugedeckt köcheln. So können sich die ganzen Aromen in der Soße noch viel besser entfalten. Den Deckel abmachen, jetzt sieht man leider nicht so viel, aber ich gebe eine kräftige Prise Zucker an die Soße, weil an jede gute Currysoße auch Zucker gehört. Das wird so ungefähr 1 Teelöffel gewesen sein. Dann mache ich den Deckel wieder drauf und lasse es nochmal für 2 Minuten vor sich hin köcheln. So, und jetzt nehmen wir den Deckel ab, rühren alles nochmal gut durch und probieren dann erst einmal, ob die Soße auch unserem Geschmack entspricht.
Die Konsistenz ist auf jeden Fall schon mal super und die Zwiebeln sind jetzt richtig schön in die Soße eingekocht. Bei mir fehlt jetzt allerdings noch eine Spur Salz, deshalb salze ich hier noch mal leicht nach. Ihr müsst eure Soße jetzt einfach so lange abschmecken, bis sie euch dementsprechend nach eurem Geschmack schmeckt. Und natürlich immer wieder durchrühren und nochmal probieren. Immer wieder abzuschmecken ist einfach das A und O. Und ich muss sagen, meine Soße schmeckt mir jetzt perfekt. Und hier ist sie, die leckere, tolle, schnelle Currysoße. In 15 Minuten fertig. Ja, ich hoffe, dieses Soßenrezept hat euch auch gut gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder bei mir zuschaut. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.